Und raus mit der Futtermische. Also die Ruten sind schon mal draußen. Dreimal hier schön mit der Posenrute. Jetzt muss natürlich noch die Futtermische raus. Und dann muss das doch an für sich super funktionieren hier am Kupfersee, oder? Also ich bin absolut planlos, ob das geht oder ob das nicht geht. Ich glaube, das geht schon los. Aber es scheint ja, dass hier sofort was geht. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Erster Biss. Erster Biss auf Pose, auf Bolognese-Route. Ich hatte ja vor Wochen schon Bolognese-Routen gekauft und wollte die natürlich auch gerne hier am Kupfersee einsetzen. Denn, komm mal ran hier, Alten. Dinkelsbühler, okay. Na guck. Ja, und jetzt soll ja hier vorne an der Stelle... So, perfekt. Jetzt soll ja hier vorne an der Stelle, ich bin ja auf 40,33, soll es ganz gut laufen mit Orange Ogon, also mit verschiedenen Kois. Pure Patty hatte hier schön gepostet und schön ausgiebig getestet. 9 Meter Entfernung bei warmem Wetter. Wir haben immer noch hier am Kupfersee zur Zeit, wo ich es teste, warm. Ich sehe aber hier, kommt schon bald wieder normal. Oh je. Das kann also durchaus sein, dass sich das jetzt so wieder einpendelt zwischen warm, normal, warm, normal, normal und vielleicht bleibt es dann irgendwann auf normal. Also durchaus möglich. Nichtsdestotrotz teste ich jetzt mal ein bisschen vermehrt mit der Bollo. Und einfach auch hier ganz typisch oder so, wie man es eigentlich dann jetzt machen soll. Wenn es warm ist, sind die Fische eher unten im etwas kühleren Bereich, weil ja dann die Oberfläche nochmal wärmer ist und dementsprechend weniger Sauerstoff im Wasser, also halten die sich eher weiter unten auf und solche Sachen. Und wenn es dann kalt ist oder kühl ist, dann gehen sie halt weiter nach oben, weil sie dann eben von oben so ein bisschen mehr Sonne noch abkriegen, die Fische. Und dementsprechend können wir das natürlich jetzt, wo wir ja die Möglichkeit haben, bei den Posenruten die Karpfenmontage so einzustellen, wie wir es haben wollen, so können wir das jetzt halt hier experimentell mal ausprobieren, ob das denn dann auch so klappt, wie es klappen soll. Ich bin jetzt hier bei einer Tiefe von 2,80 Meter, 2,90 Meter und 3 Meter unterwegs. Wir haben hier, und das hatte ich gerade schon ausgemessen, wir haben hier eine Tiefe. Ja, ich glaube, ich werfe mal ein bisschen weiter aus, denn ich habe auch mit den Posen, ich bin hier, glaube ich, bei eher 11 Meter Entfernung, nicht bei 9 Meter. Gucken wir mal, kann das sein? So, werfen wir mal so auf, ja, ich bin eher bei 11 Meter gerade. Absinken lassen. Da ist das Ding und jetzt machen wir es mal eben stramm und sehen jetzt hier unten 3,90 Meter Tiefe sogar. 3,90 Meter Tiefe. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Trotz allem hätte ich sogar noch tiefer gehen können. 3,90 Meter. Hier vorne, ziehen wir ein paar Meter ran. Na, ich glaube, das war schon zu viel. Gucken wir mal. Hier vorne auf 9 Meter. Komme ich auf 9 Meter gerade hier? Na, wo bleibt sie, die Pose, die Testpose? Na, oh, ich hätte sogar noch mehr ziehen können. So, gehen wir nochmal auf. Bei 9 Meter waren wir jetzt gerade bei einer Tiefe von 3,40 Meter oder sowas. Ich glaube, das tut sich jetzt gerade nicht so wirklich viel. 3,85. Also, ungefähr 3,40 Meter. Deswegen habe ich auf ja, bis zu 3 Meter Tiefe habe ich dann eingestellt. Aber das jetzt hier bei 11 Meter Entfernung, vielleicht ziehe ich auch einfach gleich nochmal ein bisschen ran. Kleiner Nachteil, wir müssen echt reinzoomen, ne? Also du kannst es dir nicht ausdenken, selbst bei diesen 11 Metern, guck dir das an, also man sieht, offensichtlich sieht man regelmäßig diese Posen nicht.
Ich weiß nicht, was man noch machen kann. Ich hoffe, irgendwann, guck dir das mal an, es ist ein Trauerspiel sondergleichen. Es ist, als ob man es nicht sehen würde auf diese 11,50 Meter. Also da musst du doch nicht mit dem Fernglas rangehen, Alter. Ab der ersten Zoomstufe ist es okay, da backt es dann nur noch ein bisschen weg. Es ist einfach nur wegen den, ich weiß es nicht, wegen den Texturen im Wasser oder was, es verschwimmt halt alles komplett. Es ist einfach räudig. Guck mal, bei 11 Metern Entfernung schon verschwinden einfach die Posen. Das ist einfach räudig. Einfach so eine Anzeige hier unten, so wie hier. Verdorre ich, jetzt ziehe ich gerade rein. Aber diese Anzeige, warum nicht einfach ein bisschen kleiner? Zack, 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 3 Stück. Immer, sobald du eine ausgeworfen hast, siehst du diese jetzt einfach hier konstant, die 3. Das wäre doch easy. Dann weißt du genau, Position 1, Position 2, Position 3. Du hast 3 Posen draußen. Gut ist. Wäre doch ein simples. Wäre doch jetzt echt nicht zu viel verlangt. Und dann hat man doch einfach jedes... Oder vielleicht ist es nicht machbar. Vielleicht ist es auch nicht machbar. Kann ja durchaus sein. Aber ich muss sagen, das ist ein Nachteil vom Posenangeln, der einfach nur darauf begründet ist, dass es halt optisch so ist, dass die Texturen halt immer mit den Posen verschwimmen. Und das ist einfach, guck mal, man sieht zwischendurch einfach nicht eine Pose mehr. Es ist einfach grausam, Alter. Und jedes Mal, wenn du musst halt selbst beim Futtermischer auswerfen, siehst du schon nicht mehr, beißt in dem Moment gerade was oder nicht. Also es ist eine Qual. So, genug rumgejammert. Jetzt gucken wir gerade noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen weiter rangezogen und ich muss mal eben gucken. Ja, wie gerade schon gedacht, wir haben Wind. Wir haben Wind also direkt aus dem Nacken. Dementsprechend müssen wir wirklich ein bisschen drauf achten. Guck mal hier, wie weit die schon sind. Die sind wahrscheinlich mittlerweile 15 Meter weit. So, und 15 Meter ist es unmöglich, so weit kann man nicht gucken. Das schafft das menschliche Auge einfach nicht. So, jetzt sehen wir doch hier wieder so einigermaßen und sind auch in dem Bereich, wo ich gerade die Futtermische hingeschmissen habe. Also, so ungefähr um die 9 bis 10 Meter. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, geht das? Läuft das? Funktioniert das mit der Bolognese-Route? Wäre ja nicht so schlecht. Wir gucken uns noch mal so ein Setup an hier. Das sind die Bollos, die ich mir gekauft hatte. Inferno Bollo. 2 bis 18 an Wurfgewicht. Ich habe ja noch die Blade Bollo mit den Pluswerten auch noch drauf. Allerdings hatte ich mir gedacht, das ist mir einfach ein bisschen zu teuer. Und die hier hat eben auch noch das meiste Wurfgewicht, die meiste Tragfähigkeit, 25 Kilo. Und ich wollte ja schon dann hier bei dem Karpfenangeln auch maximal alles ausnutzen. Also hier schön mit der Bollo 25 Kilo hier an Tragfähigkeit. Wurfgewicht ist halt immer so ein bisschen Spack, ist aber eben auch dieses etwas feinere und leichtere Angeln. Und dann bin ich eben hier eigentlich ganz angenehm und ganz passend auch so für den Kupfersee mit ungefähr 18 Kilo Setup unterwegs und ab dafür. Pop-up wäre halt nice, wenn man es verwenden könnte, aber geht halt nicht, weil wir sind ja Reverse Pop-up. Wir gehen ja also von oben nach unten und nicht von Grund nach oben und dementsprechend haben wir natürlich keine Maiskörner. Sinkende Maiskörner wäre natürlich jetzt sensationell, ne? Also einfach sinkende aromatische Maiskörner, Kunstmais sinkend, wäre natürlich ein Traum. Dann könnte man einfach Maislachs nicht als Pop-up nehmen, sondern eben jetzt sinkend einstellen und hätte dann die gleiche Möglichkeit beim Posenangeln, ja, einfach dann mit den Maiskörnern. Ja, haben wir nicht, also gehen wir hier rein mit ganz kleinen Feed Pellets bzw. Boilies. Ich teste das einfach mal hier nur mit 14ern. Und dann gucken wir mal, ob hier noch ein bisschen was reingeht. Ein Fisch direkt zu Anfang bisher. Und das ist natürlich noch nicht der Burner, ne? Aber was willst du machen? So ist das nun mal, wenn man hier testet und probiert. Es gibt natürlich auch... Was ist das denn, Alter? Es gibt natürlich auch durchaus mal... Was macht denn die Pose, Alter? Es gibt durchaus natürlich auch mal Fehlschläge. Natürlich regelmäßig beim Testen.
Okay. Irgendwie gerade sehr, sehr, sehr weird. Also was ich hier gerade an weirden Verhalten. Also irgendwie ist doch da der Wurm drin, oder? Aber egal. Egal. Solange es irgendwie läuft, ist doch alles schön. Hauptsache ist, dass es läuft. Und jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das? Meint ihr, das wäre jetzt irgendwie the way to go? Die Alternative zum Sigrig, einfach hier mit Bollo? Schön mit der Bolognese auf die Kois? Ist das the way to go? Ich bin ja so ein bisschen skeptisch bei 3 Meter Tiefe. 3 Meter Tiefe, beim Matchangeln macht es ja häufig dieses gehasste Zip. Und man hat einen Fisch irgendwie fast dran und man hakt und dann hakt es auch so ein bisschen, aber dann doch nicht so richtig. Da macht es auf einmal Zip und der Fisch ist dann doch irgendwie weg. Na, gucke mal. Also, das ist natürlich jetzt die große Frage. Ist das ein Hebebiss? Ich glaube, es ist ein Hebebiss. Aber ich warte noch mal ein bisschen ab. Ne, ich ziehe ran. Das war ein mehr als deutlicher Hebebiss, der gesagt hat, hier, ich heb doch jetzt schon an. Nun nimm mich doch raus. Ich muss erstmal gucken, wie hoch ich die Bremse ziehen kann. Okay. Das ist doch ganz gut. Riesenvorteil natürlich. Alter, Dinkelsbühler Zeilkarpfen. Auch nicht schlecht. 6 Kilo. Mal eben so durch die Luft gezogen. Ja, Riesenvorteil natürlich hier bei den Bollo-Ruten, dass wir, weil die so lang sind, einfach, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, am langen Arm nach oben ziehen können und die dann eben, also wir ziehen quasi direkt über den Kopf nach oben und die haben kaum Möglichkeiten in der Waagerechten, wo sie eben die Schwimmkraft haben, dagegen anzukämpfen, die Fische. Und dementsprechend ziehen wir sie eben nicht schräg irgendwie ran, sondern nach oben direkt und die können halt da kaum irgendwas dagegen ausrichten und man kann die relativ gut rausziehen. Also auch deutlich schwerere Brocken kriegt man ziemlich schnell nach oben gezogen, weil die Route eben so lang ist und das ist schon cool. Also das macht schon irgendwie Bock. Ja, bei den ganz großen Brocken ist man natürlich trotz allem erstmal heftig im Drill, ganz klar. Aber das ist doch schon mal ein ganz gutes Zeichen, wa? So, jetzt gucke ich hier gerade noch mal eben rein. Futtermischer hatte ich hier drauf. Lachs. Lachs hier. Lachs, wir gucken da auch mal dran. Die hier. So, das ist doch mal was. Also normal auf Maisbasis Lachs, Thunfisch, Thunfisch Mini-Feed Pellets. Vielleicht mache ich einfach noch Thunfisch mit ran. Lachs gemahlen und Lachs. Ja, ich habe einfach mal die hier genommen. Genau. Angelverein CTW hatte mir die zugeschickt. Wahrscheinlich irgendwie vor Wochen schon mal. Und ja, scheint auf jeden Fall ganz so gut zu gehen. Halt, ich muss glaube ich noch ein bisschen weiter auswerfen. Immer mal wieder nachfüttern. Wir wissen ja, Kupfersee läuft irgendwie ganz gut. So, mit richtig viel Futter. Von daher, zack, zack, immer mal wieder Futter rein. Hier gerade am Kupfersee schadet das glaube ich nicht. Bisher hatte ich noch nicht den Eindruck, dass man hier irgendwie richtig regelrecht überfüttern kann. Irgendwie fressen die ständig, auch bei Futter. Also ganz verrücktes Ding. Ja, ich teste jetzt weiter. Das ist jetzt hier gerade mein Test. Läuft das mit Bollo? Testest du das auch mit Bollo? Oder testest du mit Match als Light oder Medium Light? Kann man natürlich auch machen. Hast du das schon mal probiert? Gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du da unterwegs bist mit der Pose am Kupfersee. Ja, meint ihr, das wäre was? Also ich hader da noch ein bisschen mit. Ich hätte da eigentlich übelst Bock drauf. Und ich kann mir auch gut vorstellen, gerade eben, nachdem das nochmal umgestellt worden ist, das Posenangeln hier das Karpfenangeln für Pose mit den letzten Patches, dass das eben jetzt nochmal deutlich besser ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar extra wegen dem Kupfersee auch nochmal wieder verändert wurde.
warum auch nicht? Wenn das Sigrig reingekommen ist und das Sigrig vielleicht erstmal noch so semi-optimal ist, aber dass dann die Posenangler zumindest den gleichen Effekt haben wie die Grundangler mit dem Sigrig, dass man eben in verschiedenen Gewässerebenen, Temperaturebenen des Gewässers dann angeln kann. Ich denke, das könnte ein Weg sein, hier an den Kupfersee oder am Kupfersee erfolgreich was rauszuziehen. Hier gerade mitten im Schnitt und auf einmal kommen sie hier nochmal rein, die dicken Brocken. Alter Falter, schöner Dinkel ballert hier gerade rein und ist auch gerade erstmal ordentlich abgezogen. Ich versuche ihn jetzt nochmal schön nach oben zu drücken. Ja, das ist das, was ich gerade schon beschrieben habe. Wir haben einfach viel eher die Chance, dass wir ihn nach oben ziehen können und dass der Fisch dann weniger Chancen hat. Jawohl. So, vielleicht können wir einfach ihn auch ein bisschen zurückziehen. So, komm ran hier. Alter, abgefahren. Schöner Brocken. Na, bleib dran. Komm raus mit dem Kescher. Zack, 18,8 Kilo. Ja, schöner Brocken. Und das auf der feinen Bollo. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft noch mal ein bisschen mehr testen. Wenn du irgendwelche Infos hast, gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben oder auch gerne im Discord schreiben, mich im Discord anschreiben, gar kein Problem. Einfach anwispern oder sowas. Und dann austauschen, gucken, testen, probieren, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Ich teste jetzt hier noch ein bisschen, ob hier was geht und wo hier was geht. Petri, bis zum nächsten Mal.